Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu Berlin Vision, dem Online-Talk von Vitronic und der 5. Ausgabe des Jahres. Hier geht es heute um die Zukunft, die Trends in der urbanen Logistik. Genau 10 Uhr. Wir sind pünktlich. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Karin Ludwig, freue mich auf die Moderation in der kommenden Stunde. Die Serverprobleme von Vodafone gestern, die vielen Online-Veranstaltungen Probleme gemacht haben, die sind jetzt auch behoben. Also drücken Sie die Daumen, dass alles stabil bleibt. Wenn wir über die Entwicklungen in der urbanen Logistik reden, dann geht es natürlich um alles rund um die letzte Meile. Hier wird sich künftig vieles verändern, sowohl in der Mobilität als auch in der Logistik selbst. Müssen diese beiden Bereiche dann künftig nicht auch stärker zusammenwachsen? Das müssen sie, sagt der Gastgeber unseres Talks heute. Michael Leindecker ist Leiter des Vitronic Hauptstadtstudios Berlin, seit 15 Jahren bei Vitronic in verschiedenen Funktionen im internationalen Vertrieb und Business Development. Schönen guten Morgen, Michael. Ja, schönen guten Morgen. Ja, herzlich willkommen auch im Namen von Vitronic hier aus dem Hauptstadtbüro in Berlin Mitte, genauer gesagt. Berlin Vision ist eine Veranstaltungsreihe des Hauptstadtbüros, die zum Ziel hat, Vertreter aus Unternehmen, aus Wissenschaft zusammenzubringen, um neue Technologietrends und Zukunftsthemen zu diskutieren. Wie gesagt, das Thema heute ist die Zukunft der urbanen Logistik. Ein super spannendes Thema. Auch deswegen interessant, weil es sich mit dem Themenfeld Mobilität verknüpft. Hier als Stichwort mal Verkehrswende in Innenstädten, hier in Berlin beispielsweise Diskussion um die Einführung einer City-Maut. Alles spannende Themen. Ich freue mich auf die Keynote von Professor Schocke zu dem Thema und auf die Diskussion unter anderem mit Natalia Tomiyama. Und ich gebe zurück an Karin Ludwig. Dankeschön. Ja, kurz zum Thema. E-Commerce wächst, vor allem B2C, also die Lieferung direkt zum Konsumenten. Also wir alle, sind seit der Corona-Pandemie ja viel häufiger zu Hause anzutreffen. Bleibt das jetzt in Zukunft so? Und was heißt das für die logistischen Prozesse? In den urbanen, also Stadtbereichen selbst, gibt es immer mehr Umweltauflagen. Das wird die Wege in und durch die Innenstädte massiv verändern. Das sehen wir jetzt schon. Was bedeutet das für die Prozesse? Nur 2 der Fragen, um die es sicher gleich gehen wird. Vielleicht kurz noch was zum Ablauf. Wir beginnen mit der eben schon angedachten 15-minütigen Keynote. Wenn Sie Fragen haben, schon während dieser Keynote, dann können Sie die im Chatforum bitte stellen. Das gilt auch für die offene Diskussion nachher. Die beginnen wir geplant, so gegen 10:30 Uhr. Chatmanagerin Marin Lesche wird die Fragen dann im Hintergrund ein bisschen bündeln und sortieren und dann haben wir hoffentlich alle eine spannende Diskussion und eine inspirierende. Die Experten in unserem Talk, die stelle ich Ihnen natürlich auch noch alle nacheinander vor. Mit dabei zuallererst natürlich unser Keynote-Speaker heute. Er ist Professor für Logistik und Produktionsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences und zum Thema Logistik lehrt und forscht er auch im House of Mobility and Logistics Holm am Frankfurter Flughafen. Er sagt, wer aufs Auto setzt, verliert. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, Professor Dr. Kai Oliver Schocke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt, beziehungsweise fast aus Frankfurt, aus Darmstadt, aus meinem Homeoffice. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt Ihnen ein paar Ideen zur Zukunft der urbanen Logistik darzustellen. Ich möchte meinen Vortrag vor allem so gestalten, dass ich Ihnen etwas erkläre, wo überhaupt die Probleme sind. Sie sehen das jetzt hier an der Grafik. Die wenigsten Produktionsstätten, die wenigsten Logistik-Hubs befinden sich in den Städten. Und wir sitzen jetzt alle zu Hause, bestellen vielleicht übers Internet, haben Lust auf Weihnachtsgeschenke. Und wie kommen die eigentlich zu uns nach Hause? Und die Produktionsstätten, die Logistikzentren sind außerhalb der Stadt. Und mit diesen Forschungen haben wir uns jetzt die letzten 5, 6 Jahre im Research Lab for Urban Transport an der Frankfurt University of Applied Sciences beschäftigt. Und ich möchte Ihnen deshalb diese Dinge erklären. Am Beispiel Frankfurt, ein wunderbares Bild hier von unserem Campus in Richtung der Skyline und am Beispiel der Forschungsprojekte meines Instituts. Ja, was sind die Probleme in Frankfurt, aber in vielen großen und auch kleineren Städten? Die Autos stehen im Stau, vielleicht jetzt in dieser Corona-Zeit nicht, aber ganz grundsätzlich. Und wenn man sich aber auch mal die Innenstädte anschaut, das ist also hier der Blick, rechts ist die Galeria Kaufhof in Richtung Eschenheimer Tor in Frankfurt, also im Rücken ist die Zeil, die Straßen sind voll, sie sind vielfach genutzt.
geputzt, Räder stehen hier, die Müllabfuhr kommt, ein Kurierdienst kommt, die Scheiben werden geputzt und so weiter und so weiter. Die Straßen sind voll mit Waren, die ausgeliefert werden. Es steht auch noch ein Baustellenfahrzeug da. Links, wo dieser Pema-Truck steht, ist eigentlich ein Radweg, der ist komplett zugestellt. Und wenn Sie jetzt auf diesen Schilderwald rechts sehen, das ist auch ein paar Meter weiter, praktisch im Rücken dieses linken Bildes. Die Schilder versteht eigentlich niemand, vor allem wenn jemand kommt und tatsächlich jetzt einen Parkplatz sucht oder sich irgendwie hinstellen will. In Frankfurt wie auch in vielen anderen Städten ist noch das Problem der Luftreinhaltung. Die Grenzwerte werden kontinuierlich überschritten. Wir selbst haben uns mit einem Gutachten für die Stadt Frankfurt an der Gerichtsverhandlung beteiligt. Vielleicht waren wir zum Teil beteiligt, dass es auch bis jetzt gut ausging, aber der Druck ist weiterhin da, definitiv die Emissionen zu reduzieren. Und wir haben uns sehr viel mit den Lieferverkehren beschäftigt. Und da ist es so, dass ich Ihnen ein paar Fakten einfach mal zurufen will. Und mit diesen Fakten können wir dann auch gleich diskutieren. In der Regel sind das Ergebnisse unserer Forschungsprojekte und sind also nur exemplarische Beispiele für das, was wir dort tatsächlich tun. Und wie sieht es denn grundsätzlich aus? Also die Lkw oder auch die Transportfahrzeuge, die auf den Straßen sind, die werden immer so unglaublich groß und umfangreich da wahrgenommen. Aber wenn man dem Umweltbundesamt folgt, dann nehmen die Verkehre, die Güterverkehre, also LKWs und Sattelzugmaschinen, tatsächlich nur 11% der gesamten Verkehre ein. Und die allermeisten Fahrzeuge, die die Straßen momentan belegen, das ist sind die Pkw und die Kombifahrzeuge mit 86%, mit dem allergrößten Anteil. Also wenn man was bei der Straße, auf der Straße machen muss und möchte, dann sollte man vor allem diesen blauen Balken sich anschauen. Ja, gucken wir mal rein. Also das war der globale Blick. Gucken wir mal rein in unsere Forschungsprojekte. Wir haben uns zum einen mal mit den Wirtschaftsverkehren in Frankfurt auseinandergesetzt und hatten dann mit vielen Unternehmen auch gesprochen und die Spediteure, vor allem die Stückgutspediteure, da gibt es ja einige, die nicht nur in Rhein-Main, sondern auch in Deutschland, in der Welt führend sind. Die brauchen in den letzten 10 Jahren doppelt so viele Fahrzeuge, um zum Beispiel nach Frankfurt reinzufahren, weil die Straßen verstopft sind, die Termine nicht eingehalten werden können und dementsprechend zweimal so viel Fahrzeuge eingesetzt werden. Gleichzeitig ist es gefühlt so, dass gerade die Paketdienstleister mit ihren gelben oder weißen oder braunen oder hellblauen oder was auch immer Fahrzeugen die Straßen verstopfen. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber sie machen auch nur 10% der gewerblichen Verkehre in Frankfurt aus. Und wenn wir jetzt wissen, dass 10%, das waren 11, rund 10% der Verkehre nur für Gewerbetreibenden sind und 10% davon sind nur die Paketdienstleister, dann ist es tatsächlich nur 1% der Verkehre. Und es fällt uns deshalb auf, weil die das eine oder andere Mal in der zweiten Reihe parken. Ein anderes Projekt war dann, wir sind mit den Paketfahrzeugen selbst mitgefahren und da sieht es so aus, tatsächlich, dass diese Fahrzeuge tatsächlich die allermeiste Zeit stehen. Die Deutsche Post DHL hat gerade diese Woche kommuniziert, ja, wir setzen mobile Paketshops ein. Das ist genau das, was alle gerade jetzt machen, bloß sie haben das Ganze gebrandet. Also die Fahrzeuge fahren in die Stadt rein. Das macht auch nochmal einen Großteil dieser 20% Differenzzeit aus. Und sie stehen dann, weil die Fahrer an einem vermeintlich sicheren Platz stehen und von dort aus die Pakete ausliefern. Ja, gleichzeitig sind die CAP-Unternehmen alle grün. Und haben schon diverse Elektrotransporterflotten im Einsatz oder auch andere Alternativen. Wir sprechen ja nachher nochmal über coole Ideen, was man noch sonst machen könnte. Also sie sind schon jetzt grün. Und nochmal ein Appell von mir an Sie. Kein Paketfahrer steht tatsächlich freiwillig in der zweiten Reihe. Es liegt oft daran, dass Pkw-Fahrer die Ladezonen zuparken oder dass dort jemand steht, der eigentlich dort nicht stehen sollte. Und ich möchte es auch nochmal betonen, wenn Sie im Internet bestellen, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass diese Paketfahrer auch parken und zwar idealerweise vor Ihrem Haus und dann, ansonsten vielleicht vor anderen Empfängern, vor deren Häuser. Und die kommen dorthin, weil sie bestellt haben und vor allem, weil dieser arme Fahrer, der in der Regel maximal den Mindestlohn erhält, tatsächlich im Akkord arbeiten muss. Die Taktzeit zwischen 2 Paketen ist 90 Sekunden und die laufen über 20 Kilometer die Treppen hoch und runter pro Tag. Und er wird so gering entlohnt, weil sie gewohnt sind, im Internet ohne Bezahlen der Versandkosten tatsächlich zu bestellen. Ja, also das nochmal ein Appell an Sie, wenn Sie etwas bestellen, dann gucken Sie, wo Sie das machen. Ja, in einem dritten Projekt haben wir dann auch flankierend mit anderen Untersuchungen von anderen Wissenschaftlern herausgefunden, dass gerade in der Innenstadt und Mischgebieten in Frankfurt ist das Nordend, wo mein Campus ist, oder Sachsenhausen, das kennen Sie alle, dass dort tatsächlich Fahrräder erheblich schneller und besser unterwegs sind.
und dass 2/3 der Sendungen ungefähr per Fahrrad ausgeliefert werden können. Ich bestelle immer Wein, 36 Kilo Weinflaschen, das ist auf dem Fahrrad schwierig. Ein Teppich ist auf einem Fahrrad schwierig. Eine Waschmaschine ist auf einem Fahrrad schwierig, aber all das, was Sie vielleicht als Buch oder sonstige kleine Artikel bestellen, geht natürlich in 'n Fahrrad rein. Ja, und wir haben uns dann auch noch jetzt wissen wir also, man kommt gut mit Fahrrädern unterwegs. Die Paketdienstleister, könnten davon auch stark profitieren, was sie auch schon tun. Und viele Versuche, nicht nur in Frankfurt, sondern in vielen anderen deutschen und internationalen Städten zeigen das, dass also mit Fahrrad kommt man gut unterwegs. Aber wie kann man denn diese Übergabe, die erste Übergabe beim ersten Klingeln denn, verbessern? Und da haben wir eine Untersuchung gemacht, die ist vor einem Jahr ausgelaufen. Der Bericht war ungefähr im März fertig. Wir haben eine repräsentative Befragung durchgeführt, ob neutrale Paketdepots akzeptiert werden würden. Und das hat uns sehr gefreut und gewundert. 60% der befragten 2000 Personen sind bereit, so ein Paketdepot zu nutzen und sind bereit, dafür 73 Cent zu bezahlen. Also es ist nicht die letzte Meile, die allerletzte Meile vom Depot dann nach Hause, also ein Zusatzservice, sondern einfach einen sicheren Ablagerort zu haben. Und mit diesen 73 Cent pro Paket, wenn Sie jetzt sagen, von 15.000 in Frankfurt täglich ausgelieferten Paketen, können Sie tatsächlich dann ähm, die 2/3 ja auch übers Fahrrad beispielsweise ausliefern, dann ist ein ganz großes Potenzial für Shops da, auch Zusatzgeld zu verdienen. Aber deswegen sind Sie jetzt nicht hier gekommen, sondern Sie wollen ein bisschen was über urbane Logistik erfahren. Und was kann ich Ihnen jetzt zurufen, was aus unserer Sicht, aus Sicht einer anwendungsnahen und anwendungsorientierten Hochschule eigentlich gemacht werden kann auf Basis unserer eigenen Forschungsergebnisse. Also der eine Punkt ist, wenn diese große blaue Scheibe, die Sie wahrscheinlich noch vor Augen haben, diese 86% des Individualverkehrs tatsächlich reduziert werden könnte, beispielsweise durch einen verbesserten öffentlichen Personennahverkehr, beispielsweise durch Attraktivitätssenkung in der City, also zum Beispiel höhere Parkgebühren, durch eine City-Maut, dann könnte tatsächlich der Verkehr verdrängt werden. Das geht natürlich nicht, indem Sie einfach jetzt eine Maut einführen und hoffen, dass sich die Verkehre von selbst regeln, sondern es geht so, wie es viele europäische Städte, Kopenhagen wird da immer wieder gerne genannt, auch schon vormachen. Zuerst denken, dann umsetzen, zum Beispiel Fahrradautobahnen bauen, den ÖPNV stärken und dann kann man auch in Richtung Autos argumentieren. Da gibt es nämlich tatsächlich akzeptable Alternativen. Ich habe hier das Hessenticket noch aufgeführt. Alle Landesbediensteten des Landes Hessen bekommen kostenlos ein hessenweit gültiges Ticket. Also ich habe das jetzt auch seit 3 Jahren. Meine Familie hat das Mobilitätsverhalten signifikant geändert. Also wir sind viel weniger mit Auto unterwegs. Das kann also eine schöne attraktivitätsfördernde Maßnahme sein. Zweiter Punkt ist, Emissionen sind so groß, gerade in Frankfurt oder auch jetzt in meiner Heimatstadt Darmstadt sind die Emissionswerte viel, viel, viel zu groß. Was kann man machen? Man kann die gewerblichen Elektrofahrzeuge weiterhin fördern. Es gibt großartige Programme des Bundes. Beispielsweise sind wir im Projekt Zukunft.de mit drin. Da werden an die Paketdienstleister 1500 Autos elektrifiziert unterstützt. Das funktioniert also schon ganz gut. Die Fahrzeuge sind ansonsten noch zu teuer und es wären Mehrkosten für die Paketdienstleister dann da. Deswegen auch hier der Appell, wenn wir so etwas einführen, zum Beispiel eine Pflicht für E-Fahrzeuge, dann beim Zugang in die Städte, dann muss es fair sein, es muss für alle sein und es muss umfassend sein und dann auch Lieschen Müller mit dem VW-Transporter Euro 2, den sie vor 25 Jahren gekauft hat, auch die müsste davon dann erfasst werden. Ja, dann, wie kann man die gewerblichen Verkehre auf dem Weg vom Land in die Stadt tatsächlich unterstützen? Wenn weniger Pkw auf der Straße sind, dann gibt es auch weniger Stau. Das ist schon mal der erste Punkt. Aber auch reservierte Ladezonen werden von den Logistikunternehmen immer wieder eingefordert, verpollert, also ein Poller, der runterfährt, wenn man kommt, den man reservieren kann. Aber auch Nachtbelieferung. Nachtbelieferung gibt es ein schönes Projekt mit Rewe und den Kollegen vom Fraunhofer IML. Die haben Versuche gemacht, nachts Supermärkte zu beliefern. Hat grundsätzlich funktioniert, es gab dann aber rechtliche Einschränkungen und das Projekt wurde leider nicht weiterverfolgt. Ja, und dann auch der Appell, nicht immer nur an die Straße zu denken. Wir sind an einer Machbarkeitsstudie für Cargo Cap dabei. Es geht ja unter die Erde, das ist in Graz. Es gibt die gleiche Technologie, eine Variante in Hamburg gerade eben. Wir sind mit Wingcopter einige Proben geflogen für Merck in Südhessen, jetzt zu Jahresbeginn, und zwar außerhalb der Sichtweite. Und es gibt natürlich noch andere Oberflächenverkehre und dazu gehört zum Beispiel eine Straßenbahn. Und das ist ein Projekt, was wir jetzt in der 3. Stufe betreiben.
In Paketdepots packen wir kleine Container, die so groß sind, dass sie auf ein Lastenfahrrad, auf ein großes Lastenfahrrad passen, fahren die zu einer Straßenbahn-Endhaltestelle, fahren sie dann in die Stadt und von dort, von der Haltestelle oder einem Mikrodepot, werden sie ausgeliefert. Das Projekt wird gerade simuliert, kann ich gerne später in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Ja, wichtig ist aber, es gibt keine Universallösung, sondern man muss eigentlich mal testen. Es gibt ganz, ganz viel Geld tatsächlich für die Hochschulen, für die Praxispartner. Und was wir auch gemacht haben, ist dieses Last-Mile-Projekt letztes Jahr getestet zu haben. Sie sehen hier eine wunderbare Frankfurter Straßenbahn. Sie sehen hier Hermes-Container, die noch sehr mühsam in der Straßenbahn festmontiert waren. Aber das Projekt ist tatsächlich erfolgreich gewesen. Wir versuchen jetzt gerade auch eine Folgeförderung zu bekommen, dass wir eine Straßenbahn umrüsten. Ja, ganz, ganz wichtig ist, dass also die Ideen tatsächlich auf dem Tisch liegen und die Städte müssen jetzt eigentlich in die Pflicht, sich dieser Aufgabe annehmen. Sie müssen die Pflicht, die Zukunft zu gestalten, tatsächlich ernst nehmen und starten. Und viele, viele große Städte, und ich spreche da mit Paketdienstleistern, ich spreche mit Stückgutunternehmen, ich spreche aber auch mit vielen Kollegen von anderen Hochschulen. Es ist so, die Vorschläge sind da und die Städte müssen diesen Schritt machen. Wenn jetzt Frankfurt möchte, dass die Verkehre abnehmen, dann müssen auch unter Umständen unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Und ich möchte Ihnen auch noch mal ganz kurz, der Vortrag 15 Minuten ist zu kurz, diese Folie zeigen von zwei wunderbaren Kollegen von der Kühne Logistics University in Hamburg, die im letzten Jahr mal gezeigt haben, welche Aufwendungen notwendig sind, damit tatsächlich die Energiewende oder beziehungsweise unsere Ziele an Emissionseinsparungen im Bereich Güterverkehr erfasst werden können. Das bedeutet, dass wir alle diese Faktoren, auch da kann ich nachher nochmal drauf eingehen, tatsächlich um Faktor 3 oder 4 gegenüber heute reduzieren müssen. Und das ist eine große, große Herausforderung. Und die funktioniert nur, wenn wir klein anfangen. Gilt also, faire Regeln tatsächlich für alle einzuführen, dann machen auch alle mit. Und das ist ein cooler Slogan jetzt in der Logistik, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Ich habe Ihnen 4 Projekte von uns nochmal aufgeführt, wo wir tatsächlich jetzt machen und kurz vor einem Geschäftsmodell sind oder das tatsächlich umsetzen. Also wir flogen mehrfach 30 Kilometer außerhalb der Sichtweite mit einer Drohne durch Südhessen. Gemeinsam mit den Kollegen der Hochschule Darmstadt betreiben wir gerade einen Lastenradbelieferungsdienst in Darmstadt, weil da niemand in die Gänge kam. Wir simulieren jetzt gerade autonome Lieferverkehre für den ländlichen Raum, weil das dort effizienter und effektiver wird, wenn man tatsächlich autonom unterwegs sein kann. Und ich hatte es vorhin gesagt, mit dieser Technologie einer Abwasserröhre im Untergrund, in der ein Schienensystem drin ist, das haben wir gerade in Graz auch begleitet mit einer Machbarkeitsstudie und sind also tatsächlich so weit unterwegs, dass ein Geschäftsmodell da wäre und wir wunderbare, tolle, neue, tatsächlich greifbare Ergebnisse und Projekte für den urbanen Raum haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine intensive, tolle Diskussion mit Ihnen jetzt gleich. Herzlichen Dank, Ja, und gebe Professor zurück. Schocke. Was für ein Parforce-Ritt durch die Mobilität. Sie nehmen zu Recht natürlich die Städte in die Pflicht, Sie nehmen die Verbraucher in die Pflicht. Wir sehen aber auch hier in Frankfurt, das haben Sie angesprochen, ich sitze selbst auch gerade in Frankfurt im angesprochenen Nordend. Viel enger geht's nicht, viel enger kann man nicht wohnen. Mhm. Hier sieht man, die Bereitschaft zur fairen Teilung vom Straßenraum ist einfach begrenzt. Und wenn wir jetzt mal schätzen, bis 2024 soll es bundesweit 4,5 Milliarden Sendungen pro Jahr geben. Sie sagen, 2/3 davon kann man aufs Fahrrad packen. Äh, Ist das wirklich so? Also das klingt unglaubwürdig. Ist es wirklich so oder kann das nur eine Zwischenlösung sein? Nee, das ist tatsächlich aus meiner Sicht die Lösung der Zukunft. Die Fahrräder sind erheblich besser unterwegs. Also gerade im Nordend gibt es viele Einbahnstraßen. Die Straßen sind rechts und links zugeparkt. Das Paketauto findet überhaupt keinen Parkplatz. Und deswegen läuft der Fahrer ganz viel hin und her. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, der läuft einen Halbmarathon jeden Tag. Und das Fahrrad kann vor der Haustür parken und kann vor allem über dieses Containerwechselsystem sehr effizient auch sehr viel ausfahren. Also die Produktivität mit dem Fahrrad ist tatsächlich größer. Die Frage ist, wie viele Fahrräder sind dann unterwegs? Ein Fahrrad braucht 3 Container am Tag, damit es so viel tragen kann wie ein Paketfahrzeug. Also auch das glaube ich tatsächlich. Aber wir brauchen weiterhin die Fahrzeuge in der Stadt. Aber wenn es dann nur noch 1/3 wäre, ist es ja immerhin in Richtung Paketdienstleister erheblich weniger. Aber, und das ist auch der Appell, also aufs Auto verzichten.
Meine Schwester wohnt auch im Nordend, die ist immer froh, wenn sie einen Parkplatz hat und wenn sie fahren muss, ist das eine große Hürde, weil sie keinen Parkplatz mehr vermeintlich findet. Also da müssen wir tatsächlich uns alle an die Nase fassen und den Wandel mitgehen. Ja, kann ich bestätigen. Thema Fahrräder, das bietet mir eine schöne Überleitung für unsere nächste Talkpartnerin. Die möchte ich Ihnen schnell vorstellen. Natalia Tomiyama ist Mitbegründerin und Managing Partnerin von Nywil, einem Unternehmen in Hamburg, was Lösungen für die Elektromobilität für die letzte Meile anbietet. Zum Beispiel Elektroanhänger für Fahrräder, die auch schon mit Preisen ausgezeichnet wurden und schon bei einigen Logistikdienstleistern in Betrieb sind. Neuville gehört zu den Top 5 der hochinnovativen KMUs in Europa. Natalia, schön, dass du da bist. Ein Moin auch. Elektroanhänger für Fahrräder. Was kann der? Warum brauchen wir das? Also unser Lastenanhänger oder E-Trailer ermöglicht den Transport von Schwerlasten mit einem ganz normalen Fahrrad. Und der E-Trailer ist elektrisch, er hat eine patentierte Technologie, die ermöglicht automatische Synchronisierung zwischen dem Fahrrad und E-Trailer. Das bedeutet, dass der E-Trailer automatisch beschleunigt und bremst zusammen mit dem Fahrrad und folgt das Fahrrad automatisch mit. Das bedeutet, das Fahrer spürt kein Gewicht und kann bis zu 150 Kilogramm transportieren. Und der E-Trailer funktioniert mit jedem Fahrrad. Und zur Frage zukünftige Mobilität. Und für uns bei Nywil, zukünftige Mobilität bedeutet Flexibilität und Nachhaltigkeit. Und das zukünftige Mobilität sollte auch urbanen Raum passen. Und mit unserem E-Trailer möchten wir eine Möglichkeit bieten, jedem, der im urbanen Gebiet wohnt, die Schwerlasten nachhaltig und ganz einfach mit eigenem Fahrrad zu transportieren. Und das ist auch unabhängig von Alter und Geschlecht. Und sind 10 dieser Anhänger in der Einfahrt dann besser als ein Transporter? Das ist eine gute Frage. Die 10 Lastenanhänger oder Lastenräder sind auf jeden Fall viel schneller auf den Straßen als ein Transporter. Und das ist genau, was Herr Professor Schocke schon gesagt hat. Mit den Lastenanhängern fährt man schneller, da man Staus vermeiden kann und braucht nicht so viel Zeit oder keine Zeit überhaupt auf Parkplatz zu suchen. Außerdem kann unser E-Trailer als Elektrohandwagen in Fußgängerzonen, aber auch in Gebäuden benutzt werden. Die Frage ist natürlich, ob diese 10 Lastenanhänger oder 10 Lastenräder Staus verursachen. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil in Deutschland reden wir über Staus nicht von Fahrrädern, sondern von Auto. Und weil wir keinen Fahrradstau haben in Deutschland. Aber in Städten wie Kopenhagen und Amsterdam, die Situation ist ganz anders. Und wir haben einen Test zusammen mit niederländischer Post gemacht in Stadt Groningen. Das war 3 Monate Test. Und was interessant war, dass wir haben den Transporter mit einem Lastenrad und unserem E-Trailer ersetzt. Und die Ergebnisse waren sehr positiv. Also unsere E-Trailer verursacht nur 10% der Staus und ein Transporter im Vergleich 40%. Für mich ist es schon deutliche Verbesserung für urbane Logistik. Dankeschön, Natalia. Wir haben auch in dem Vortrag gerade von Professor Schocke gehört, es werden künftig vielleicht viel, viel mehr Bausteine möglich sein, wie man Waren tatsächlich transportieren kann. Stellt sich aber dann die Frage, wie lässt sich künftig eigentlich entscheiden, welche Art Sendung, welchen Weg mit welchem Verkehrsmittel nimmt, welche Anforderungen gibt es da in Zukunft an Logistiksysteme. Hier kommt dazu der nächste und letzte Experte in unserer Runde ins Spiel. Das ist Torben Prosert, Leiter der Business Unit Automation von Bitronic. Er verantwortet zusammen mit einem Kollegen die Entwicklung unter anderem im Bereich Logistik, aber auch Automotive und Photovoltaik. Hallo. Torben, die letzte Meile. Ja, hallo. Das klingt so schön gerade und aufgeräumt, ist aber inzwischen irgendwas zwischen Tetris und Hindernisparcours geworden. Wir haben von Professor Schocke einen Einblick bekommen, wie viele Bausteine ein Lieferweg in der Zukunft haben könnte. Wie lässt sich sowas logistisch bewältigen? Was ist die Hauptaufgabe da? Ja, gute Frage. Ich glaube, die letzte Meile beginnt schon deutlich, bevor wir die Pakete in einen Container oder in ein Transportfahrzeug einladen, sondern
Ich glaube, was gerade vielleicht noch nicht ganz so rauskam in den Vorträgen und Diskussionen ist, dass ein Paketdienstfahrer heute mehrere Zustellversuche unternehmen muss, bis er ein Paket zustellen kann. Das heißt, ich glaube, wenn wir schaffen, die Transportkette oder die Lieferkette deutlich transparenter zu gestalten und womöglich auch den Endverbraucher die Möglichkeit geben, das Paket entsprechend, ich sag mal, zu routen. Also nach dem Motto, morgen bin ich im Büro, also hätte ich gerne mein Paket im Büro, oder morgen bin ich bis 6 Uhr beim Sport und hätte es gerne um 7 Uhr, würden wir uns viele unnütze Fahrten in die Städte sozusagen vermeiden oder ja, doch vermeiden. Dazu muss ich natürlich wissen, wie so ein Paket aussieht, womöglich auch, wie schwer es ist. Ich denke mal, auch wenn die Lastenanhänger bis 150 Kilo ziehen können, macht es keinen Sinn, da ein Paket mit 150 Kilo draufzustellen, sondern ich glaube, die Effizienz liegt dann eher in kleineren, leichten Paketen. Das muss ich vorher aus dem Warenstrom rausfiltern. Ich muss die entsprechend sortieren, sodass ich sagen kann, okay, große gehen mit dem Transporter, kleine mit dem Lastenrad. Zwischendrin muss man sehen, wie sozusagen die Auslastung in der Straße ist. Also ich muss deutlich, glaube ich, präziser schon vorsortieren, damit ich hinterher die einzelnen Verkehrsmittel oder die Fahrzeuge optimal einsetzen kann. Das heißt, einfach immer alles aufs Fahrrad oder in den Transporter zu legen, wird keinen Sinn machen. Also muss alles noch sehr viel transparenter werden in Zukunft, als es das jetzt schon ist. Ich würde jetzt gerne die Diskussion öffnen, weil hier kommen die Fragen rein. Fragen Sie nach wie vor im Chatforum und tun Sie mir bitte den Gefallen und sagen Sie auch, wen Sie fragen möchten. Dann können wir das noch ein kleines bisschen besser zuordnen. Ich packe das jetzt einfach mal von oben nach unten. Eine Frage von Eugen Pink. Isolierte Betrachtung des Lieferverkehrs ist nicht so zielführend. MIV muss mit betrachtet werden. Die Idee Smart City Maut, abhängig von der Anzahl der Mitfahrer der Fahrgemeinschaften. Ich glaube, sowas wird ja in Städten auch schon ausprobiert. An Professor Schocke die Frage, was halten Sie davon? Ja, grundsätzlich, also hallo Herr Pink. Grundsätzlich finde ich das einen guten Vorschlag, der wie gesagt ja auch schon probiert wird. Ich glaube, in London war es der Fall, dass man Pendlerfahrzeuge tatsächlich nach der Anzahl der Insassen bewertet, beziehungsweise die Maut darauf festlegt. Eine gute Sache. Also es muss halt, und das möchte ich betonen, immer fair sein für alle. Also es kann nicht sein, dass eine Pendlergruppe bestraft wird und dann fahren die Lkw alle umsonst rein oder umgekehrt. Das kann nicht sein. Also faire Maßnahmen sind gut, um die Verkehre von der Straße zu bekommen oder aber vielleicht zeitlich stärker zu regeln. Also wenn jeder zwischen 7 und 9 in die Städte reinfährt, dann ist es vielleicht attraktiv, erst um 10 zu fahren, weil es günstiger ist und weil dann die Straßen leer sind. Mhm. Da möchte ich auch gerade noch eine zweite Frage von Eugen Pink hinterher schieben, die da passt. Wie sieht es aus mit Nachtbelieferungen im B2B-Bereich? Das ist ja grundsätzlich möglich, muss vom Rechtsrahmen angepasst werden. Man kann die Parkhäuser nutzen und die Plätze in den Supermärkten von 6 bis 9 logistisch. Ist das etwas, was da auch angedacht wird mit den einzelnen Supermärkten oder mit den Parkhausbetreibern, Herr Professor Schocke? Ja klar, also das erste Problem ist, dass die Parkhäuser in vielen Städten privaten Investoren gehören. In Frankfurt ist es so, dass sie tatsächlich der Stadt gehören indirekt, aber in vielen anderen Städten ist es nicht der Fall. Also die müsste man gewinnen. Das zweite Problem ist, dass die Parkhäuser in der Regel für Pkw gebaut wurden. Oder ist auch das ist logisch. Die sind maximal 2 Meter hoch, vielleicht auch nur 1,90. Das heißt, ein normales Lieferfahrzeug kommt rein, da gibt es Spezialvarianten. Wir haben in einer Untersuchung herausgefunden, dass die Parkhäuser in Frankfurt und in Köln zu maximal 80% genutzt werden. Das heißt, wir hätten dann 20% Luft für Logistikdienstleistungen. Das ist der erste Punkt. Ja, und man könnte sie dann nutzen. Ich möchte aber ein Problem noch schildern, auch bei Nachtbelieferungen. Wenn Sie jetzt abends um 8, 9, 10 mal sich auf die Autobahn begeben, da sehen Sie die ganzen Paketfahrzeuge von DHL, UPS und so weiter. Die sammeln ja tagsüber die Waren ein. Die werden dann sortiert, auf die Lkw geladen. Zum Beispiel, wenn ich ein Paket nach Berlin schicke, dann ist es um 8, 9, 10 wenn es jetzt mit DHL wäre, zum Beispiel in Obertshausen zwischen Frankfurt und Hanau, sortiert, geht auf einen Lkw, der fährt über die Nacht nach Berlin, ist dann morgens ist man dort, dann wird es so fein sortiert, dass der richtige Stadtteil rauskommt. Und dann wird es morgens ab 9 ungefähr dann in die Fahrzeuge eingeladen. Erst dann können die raus. Also wir können 10-mal wünschen, dass zum Beispiel Pakete auch nachts schon ausgeliefert werden, aber das ist nicht die Realität.
Im B2B-Bereich ist es sehr ähnlich. Also auch da haben wir die Stückgutverkehre, die tatsächlich über Nacht den Nachtsprung machen, damit morgens die Ware im Zielgebiet ist und dort ausgeliefert werden kann. Also es ist ein bisschen differenziert zu sehen. Bei Lebensmitteln, hatte ich vorhin schon ausgeführt, kann das durchaus attraktiv sein. Ja, Dankeschön. Ich habe eine Frage von Jan Eberle. 10% weniger Stau. Die Frage geht an Natalia. 10% weniger Stau durch Fahrräder im Vergleich zum Lieferwagen kann er sich schwer vorstellen. Für die Auslieferung der Gesamtmenge benötigt es letztlich viel mehr Fahrräder als Lieferwagen. Können Sie Ihre Aussage etwas präzisieren? Kannst du? Ja, danke für die Frage. Das ist nicht 10% weniger, das ist 30% weniger. Die Lastenanhänger der Lastenanhänger in Rollen hat nur 10% des Staus verursacht. Klar braucht man mehr, aber das ist auch nicht 1:1 zu vergleichen. Also ein Transporter und ein E-Trailer oder ein Lastenrad. Ich glaube, das ist das Thema von letztem Mal Logistik ist komplexer. Man muss tatsächlich mit Routeplanung prüfen, man muss mit Infrastruktur und das ist tatsächlich die letzte Male, das ist nicht eine Lösung. Also das entweder ist es ein Lastenrad oder E-Trailer oder ein Elektro-LKW. Ich glaube, das ist eine Mischung von Mikrodepot, von Locker, von neue Fahrräderlösungen. Und das muss man tatsächlich im Logistikbereich oder letzte Male Postenpaket sehr, sehr gut planen. Also für einige Straßenrouten sind unsere E-Trailer besser als ein LKW und für längere Distanzen ist es trotzdem, Transporte wird noch effizienter werden. Und das zeigen auch unsere Pilotprojekte mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Also unsere E-Trailer ist auf jeden Fall effizient in sehr, sehr urbanen Gebiet und auch in Fußgängerzonen, wo kein LKW oder Transporter oder auch ein Lastenrad rein darf. Mhm. Du hast gerade eine Und Ludwig, Kooperation, Natalia. Ja, gerne. darf ich gerade noch was ergänzen? Also auch Gerne. eine ganz wichtige Information. Jedes Fahrrad ersetzt in einen Transporter. Ein Transporter gleich ein Fahrrad. In einen Transporter passen, wir sind bei bestimmten Stadtteiltypen, also in der Innenstadt und in den Mischgebieten, also Sachsenhausen zum Beispiel oder vergleichbare Stadtviertel in großen Städten. Dort ist ein Fahrrad oder auch ein Anhänger deutlich schneller. Ein Fahrrad gleich ein Fahrzeug. Wenn wir in den ländlichen Raum gehen, hier in Darmstadt schließt sich das famose Mittelgebirge Odenwald an, wenn Sie dort mit dem Fahrrad anfangen, es auszuliefern, können Sie es vergessen. In der Stadt werden bis zu 200 Pakete pro Schicht von einem Transporter ausgeliefert. In ein Fahrrad passen ungefähr 60, 70 rein, also müssen Sie dreimal, deswegen auch der Container in dem Straßenbahnkonzept, dreimal wechseln oder dreimal den Anhänger beladen. Im ländlichen Raum ist das erheblich weniger. Das können auch bloß 50 sein, weil er dauernd 10 Minuten von Empfänger zu Empfänger fahren muss. Also keine Universallösung, aber im städtischen Bereich 1:1. Mhm. Und Natalia, du hast Kooperationen angesprochen. Ihr habt zum Beispiel eine mit einem großen Möbelhaus und die sind ja im Wesentlichen nicht in den Innenstädten, sondern am Stadtrand. Funktioniert das dann auch? Wie muss man sich das vorstellen? Tatsächlich, es gibt, du sprichst über IKEA-Laden. Ne? Es gibt tatsächlich IKEA, die sind nicht ganz in der Stadt, aber es gibt auch IKEAs, die neue IKEA-Stores, die ganz in der Stadt, zum Beispiel hier in Hamburg, IKEA Altona, also so ganz in der Stadt und das ist nur 10 Minuten Fußweg von S-Bahn. Es gibt auch IKEA Karlsruhe, das ist ganz neues urbanes Store und sie würden im Juli geöffnet und das ist auch sehr urbanen Zentrum in der Nähe. Was wir da gemacht haben, ist, dass wir haben auch IKEA-Kunden eine Möglichkeit gegeben, die Einkäufe mit eigenem Fahrrad und unserem E-Trailer nach Hause nachhaltig und effizient zu transportieren. Sie müssen jetzt nicht online bestellen, Sie können zu IKEA fahren mit eigenem Fahrrad, Sofa kaufen, unsere Anhänge für 3 Stunden kostenlos mieten und am Samstagabend sofort nach Hause bringen, zusammenbauen und gleich abends ein neues Möbel zu genießen. Und das ist vielleicht auch eine Antwort zu Logistik und der letzten Male, dass wir als privaten Menschen auch jetzt eine Möglichkeit haben, Schwerlasten in der Stadt mit unserem E-Trailer und eigenem Fahrrad transportieren. Schöne Werbung.
Eine Frage an den Torben Posert. Wenn wir jetzt über diese vielen verschiedenen Möglichkeiten denken, und es war ja vorhin auch in der Keynote angerissen, diese einzelnen Paketboxen, die wir zum Abholen jetzt überall in die Städte gestellt bekommen. Ähm, Wie sieht es aus mit logistischen Systemen? Müssen die generell nicht einfach systemoffener werden, dass man sagt, man hat eine, die nicht gebrandet ist und da können alle rein ihre Pakete reinliefern? Ähm, Alle nutzen alles von allen oder ist das keine gute Idee? Also ich sage mal, aus Sicht des Verbrauchers ist das sicherlich wünschenswert, dass er sich nicht mehr darum kümmern muss, ob er jetzt zum Parkplatz vom Supermarkt A oder zum Supermarkt B fahren muss, um seine Pakete abzuholen, sondern da ist natürlich ein konzentrierter, zentrierter Lagerpunkt sicherlich sinnvoll. Man muss natürlich aufpassen, wenn wir im Prinzip irgendwann mal alles gleichschalten, wo ist dann noch die Daseinsberechtigung für den einzelnen Paketdienstleister, der natürlich irgendwo durch durch seinen Service, seine Leistungen versucht, ein Alleinstellungsmerkmal herzustellen. Womöglich ist es irgendwo eine Mischung aus beiden. Das heißt, im Prinzip der Einzelne muss noch seine Daseinsberechtigung haben, aber wir müssen im Prinzip weg von der Haustürzustellung, weil das einfach irgendwann nicht mehr zu handeln sein wird. Das gibt die Verantwortung natürlich auch ein Stückchen wieder zurück an den Verbraucher. Da sind wir natürlich Verführte. Wir bestellen nach Impuls gerne alles einzeln, bekommen es am nächsten Tag, schicken es zurück, kostet ja nichts. Muss man da nicht langsam, Torben, über Anreize nachdenken, ein bisschen mehr zu bündeln im Sinne von Umwelt, im Sinne von Effizienz? Ja, muss man sicherlich zu dem Thema, auch was der Professor Schocke schon sagte, der Verbraucher will nichts mehr für Logistik zahlen. Ich glaube, das stimmt vielleicht so gar nicht. Ja, natürlich, man ist nicht mehr bereit dafür, was zu bezahlen, aber das liegt daran, weil es im Prinzip einen Großen gibt, der es kostenlos anbietet. Und deswegen ist es immer schwierig, quasi mit Verboten oder Geboten und nicht mit Anreizen zu arbeiten. Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn ich sage, ich habe einen gewissen Anreiz, indem ich zum Beispiel so eine kostenlose Zustellung nur noch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche anbiete und nicht jedes Mal, wenn ich eine Kleinigkeit brauche. Also zum Beispiel abends fällt einem ein, man braucht noch ich sag mal, einen Kugelschreiber und der wird dann beim Online-Händler bestellt und ist am nächsten Morgen kostenlos im Briefkasten. Das ist natürlich kein guter Schritt für für eine bessere urbane Logistik und für weniger Verkehr. Wenn ich aber sage, ich bestelle über die Woche meine Sachen und kriege die dann freitags zugeschickt, weil ich sie erst am Wochenende brauche, ist das sicherlich ein Schritt vorwärts, um sozusagen eine gewisse Entspannung in den Innenstädten zu bekommen. Hat aber auch die Folge, dass entweder der Versender oder der Paketdienstleister womöglich die Sachen irgendwo zwischenspeichern muss, womöglich nochmal neu kommissionieren, zusammenfassen muss, etc. Also da werden sicherlich ganz neue Logistikkonzepte, womöglich Logistikimmobilien notwendig werden. Das Thema Fahrrad, das bewegt hier viele. Hier gibt es einen Kommentar von Julius Menge vom Senat der Stadt Berlin. Ein Fahrrad gleich ein Auto ist ein bisschen einfach. Das funktioniert eben nur, wenn ich zielortnah eine Umschlagfläche habe. Sonst lande ich niemals bei ökonomisch tragfähigen Konzepten für das Fahrpersonal. Professor Schocke. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich hatte mit Herrn Menge letzte Woche schon diskutiert, beim Herrn Scheuer gemeinsam. Also klar, das ist für die Städte besteht die Herausforderung darin, den öffentlichen Raum natürlich gut zu managen. Und wir alle wollen nicht, dass jetzt plötzlich zum Beispiel in Frankfurt auf der Zeil an der Hauptwache plötzlich 40 Fußcontainer in allen Schattierungen der CAP-Farben stehen, die morgens gebracht und abends wieder geholt werden. Das Ganze muss in das Stadtbild eingepasst werden natürlich. Und diese Flächen, die tatsächlich nah bei den Verbrauchern sind natürlich auch rar. Also auch da drängt es sich auf, dass man kooperiert, dass man zusammenarbeitet, um diese raren Flächen bestmöglich zu nutzen. Und zwar im Sinne der Städte, dass sie lebenswert brauchen und nicht zugestellt werden von Logistikanlagen, sage ich jetzt mal bewusst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, dass man die so attraktiv nah an dem Empfangsort, also in der Nähe der Empfänger dann platziert, dass die Empfänger zum Beispiel bei solchen neutralen Depots auf dem Weg
von der Bushaltestelle, von der U-Bahn-Haltestelle nach Hause dort vorbeilaufen und die Pakete einfach mitnehmen können, die dann beim ersten Zustellversuch beispielsweise in diesem neutralen Depot auch zugestellt wurden, sodass der Paketdienst glücklich ist, der Mensch, der Empfänger ist glücklich, weil er genau weiß, wo sein Paket ist, dass er es sicher bekommt, und die Städte sind auch glücklich, weil die Straßen dann nicht so voll sind. Ja. Hier gibt es eine Frage an Natalia von Olaf Herbert. Wird auch der Einfluss von Witterungseinflüssen auf Fahrradlogistik untersucht, also Winter, Regen, Wind und Sicherheitsaspekte während der Auslieferung? Das ist natürlich wirklich ein guter Punkt. Das ist eine sehr gute Frage. Was ich dazu sagen kann, ist, dass unsere Anhänger sind bereits über ein Jahr im Betrieb von UPS, aber auch bei IKEA. Und das war durch Winter, durch Sommer. Und natürlich ist nicht, also das ist nicht gesichert für Fahrer als zum Beispiel ein Transporter. Aber trotzdem, also die UPS-Fahrer sind damit zufrieden, weil sie schneller sein könnten und sie stehen nicht in Staus. Für uns als Hersteller ist die Frage, wie können wir tatsächlich eine robuste Lösung für urbane Mobilität bringen? Und dann das Thema das Wetter, aber auch Bedingungen. Ne? Also, dass wenn man nicht nur auf den Straßen fährt, aber auch Kopfsteinpflaster und ein sehr enger urbaner Raum. Wir müssen uns darauf achten, dass es nicht nur so nachhaltige Lösung, aber auch robuste Lösung. Und die Lösung, also Lastenräder oder E-Trailer funktioniert immer, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Und das, was wir versuchen zu schaffen, zusammen mit Zusteller. Wir sammeln immer Feedback und versuchen unsere Lösung immer besser zu machen. Ähm, Eine Frage an den Professor Schocke. Wäre es eine mögliche Lösung, unter die Erde zu gehen? In Hamburg gibt es sowas schon wie einen Warentransporttunnel. Wäre es ein Ansatz auch in anderen Städten? Ähm, ja, also das hatte ich in meinem Vortrag kurz erwähnt. Die Technologie selbst heißt CargoCab, ist von einem mittlerweile emeritierten Kollegen der Uni in Bochum entwickelt worden. In Hamburg gibt es gerade eine Machbarkeitsstudie, und die überlegen tatsächlich, sich unter der Elbe durchzutragen, um beispielsweise auch Altona, da hatten wir den IKEA-Laden vorhin gehört, zu beliefern. Das ist eine gute Möglichkeit, weil wir auch da wieder Verkehre von der Straße wegbekommen. Das ist ein Schienensystem, auf dem, sagen wir, Europaletten, große Behälter transportiert werden, also sehr attraktiv. Ich hatte auch erwähnt, dass wir das Ganze in Graz jetzt begleitet haben in der Machbarkeitsstudie. Auch dafür bietet sich das an. Wir haben leider keine Forschungsantragsbewilligung bekommen für die Verbindung von Rhein-Main mit Rhein-Neckar, also Frankfurt mit Mannheim. Aber das sind viele, viele Logistikunternehmen tatsächlich dort vor Ort, die also riesige Logistikflächen, Lagerstätten, die nah am Flughafen oder nah an diesem Logistikhub Frankfurt liegen, und die könnten gut angebunden werden. Also ich halte es für eine grundsätzlich gute Technologie, die aber natürlich auch wieder geprüft werden muss, dass es sich tatsächlich lohnt und rechnet, dass der Investor auch sein Geld bekommt, was er investiert hat. Ja, da würde ich gerne auch noch mal die Meinung von Torben zuhören. Du als Fachmann auch für Automotive und für Logistik, wie machbar wäre das? Das ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, das größere Problem, was wir haben, ist, dass zum Beispiel Städteplanung immer sehr stark auf ein Thema fokussiert ist. Wenn man sich das Ganze auch hier wieder in Frankfurt anguckt, Europaviertel wurde neu gebaut, neue Straßen wurden gebaut. Nachdem alles fertig war, ist einem allen gefallen, oh, wir haben ja überhaupt keine U-Bahn gebaut quasi, wurde wieder alles aufgerissen. Und im Endeffekt, das zeigt eigentlich aus meiner Sicht, dass auch dieses Thema Automatisierung und auch gerade dieser automatisierte Warenverkehr, der muss viel frühzeitiger mit in die Planung mit reingenommen werden, damit wir Flächen, damit wir Baustellen auch deutlich effizienter nutzen können. Und dann kann man natürlich da sinnvolle Konzepte mit integrieren. Und dann wird es übrigens auch erst interessant, glaube ich, für die einzelnen Unternehmen zu investieren, weil wenn ich überlege, ich muss hier eine komplette Straße aufreißen, ist das natürlich ein ganz anderer Invest und auch natürlich eine ganz andere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, als wenn ich sage, okay, jetzt haben wir eh schon sozusagen für Kanäle etc. Den Boden aufgerissen, dann legen wir da gleich, auch wenn es jetzt ein bisschen einfach klingt, direkt nochmal eine Leitung für Warentransport mit rein. Mhm.
Also es ist egal, für welches Verkehrsmittel man sich entscheidet für die urbane Logistik. Die Städte haben natürlich etwas mitzureden, die Politik hat da mitzureden. Ähm, Die Frage ist, wie gut funktioniert dieser Austausch? Wie sind die Erfahrungen? Das würde ich gerne erstmal von Natalia hören. Gibt es einen Austausch überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Politik und Startups haben unterschiedliche Zeitskala und deswegen verpassen wir uns immer. Ich glaube, die Startups, also wir sind dynamisch und schnell. Wir müssen schnell testen, lernen und besser werden. Und wir haben leider nicht so viele Ressourcen und deswegen müssen wir unseren Fokus wirklich an Entwicklung, auf Entwicklung legen. Und ich glaube, das ist unser Beitrag und das, wie wir unseren Beitrag leisten können, dass wir unsere Lösung auf den Straßen bringen und damit auch zeigen, dass es gibt eine Lösung, die Probleme von Politik, Städten und urbaner Mobilität lösen kann. Bisher, wir haben unterschiedliche staatliche Förderungen bekommen, das uns auf jeden Fall unterstützt, weiterzumachen. Wir sind beim Regularien und Normen für sichere Transportlösungen, das ist Elektrolastenräder, aber auch Lastenanhänger mit. Aber wir haben noch keine offene Diskussion mit Politik. Mhm. Torben, da hören wir es, Startups wie Nuvil werden von der Politik nicht so sehr gehört, nicht wahrgenommen. Muss generell bei diesen ganzen Zukunftslösungen, über die wir sprechen, müssen da die Verbände nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Druck machen? Ja, müssen sie. Leider sind natürlich auch die Verbände teilweise sehr stark interessensgetrieben. Ich glaube, da muss einfach von der Politik her ein deutlich größeres Interesse sein, mehrere Meinungen und Stimmen zu hören, bevor man im Prinzip in irgendwelche Konzeptierungs- oder Planungsphasen einsteigt. Wenn man sich im Prinzip so diesen Zukunftsplan auch in Bezug auf Logistik anguckt, wir waren letztes Jahr auf einer Veranstaltung auch von Herrn Scheuer, da werden immer sehr große einzelne Projekte aus meiner Sicht gefördert, aber im Prinzip so dieses Ganzheitliche, das fehlt noch sehr stark, weil natürlich dahinter auch wieder Interessensverbände stehen und je größer der Interessensverband womöglich, desto größer der Einfluss, ohne vielleicht wirklich an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Wobei das trifft auf alles zu, das war jetzt nicht sozusagen nur auf den Herrn Scheuer bezogen. Okay, hier gibt es einen interessanten Kommentar. In Brasilien gibt es eine Kooperation zwischen KEP und Distributoren in die U-Bahn-Stationen zu gehen, also die zu nutzen. Danke dafür, André Weibrecht. Muss man die öffentlich-rechtlichen, muss man die Verkehrsmittel da ein bisschen mehr noch stärker einbeziehen, Professor Schocke? Ja, also das ist ja auch unser Ansatz. Also wenn man sagt, die Mhm. Straßen sind verstopft, wir kriegen nicht so schnell die Verkehre mit, was geht noch, was kann noch genutzt werden, aber das hängt auch wieder stark von den Städten ab. Also Berlin ist das sicherlich stärker frequentiert als jetzt Frankfurt, aber grundsätzlich geht es. Auch Hamburg hat jetzt großartige Sprünge gemacht. Ich bin da ein bisschen neidisch, weil die Hamburger tatsächlich schneller sind als wir in Frankfurt. Wir haben nächstes Jahr einen großen Kongress, wo es auch um Logistik und Mobilität geht und haben das genutzt, jetzt in den letzten Jahren tolle Projekte aufzusetzen, zum Beispiel an Mobilitätsknoten, wo die S-Bahn, die U-Bahn, die Busse, die zusammentreffen und wo also viele Menschen ein- und aussteigen, dass man dort zum Beispiel auch Carsharing-Angebote oder Bike-Sharing-Angebote Ja. platziert, aber dann auch Paketstationen hat, sodass die Menschen aus dem Untergrund, sagen wir mal Klischee bemühend, aus dem Untergrund hochkommen und nutzen dann die Mobilitätsangebote, aber auch die Angebote jetzt an Logistik, die sie benötigen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es immer wieder tolle Pilotprojekte auf der ganzen Welt und zum Beispiel ja auch in Brasilien. Also aber auch in Deutschland sind wir da an einzelnen Stellen schon weiter. Ja, hier ist auch noch eine Frage an Professor Schocke für die alternative Drohne. Drohne hatten Sie ja in Ihrem Vortrag kurz angesprochen. Wie sieht die alternative Drohne im Vergleich zum Fahrrad aus? Es gibt von vielen Dienstleistern schon mehrere Konzepte die dazu, also von DHL, weiß ich es, von Amazon auch in den USA. Wie sieht es damit aus hier? Ist sowas überhaupt praktikabel in den Städten? Also in den Städten möchte ich das ausschließen. In Frankfurt werden pro Tag 15.000 Pakete ausgeliefert. Wenn wir das alles, selbst wenn die alle jetzt drohnenfähig wären, so eine Drohne kann 4, 5, 6 Kilo tragen und so Schuhkarton groß. Mehr ist da momentan mit Drohnen sinnvoller Größe nicht möglich.
Wenn man sich überlegt, 15.000 Pakete in Frankfurt, das macht den Luftraum so zu, dass es nicht geht. Auch die Sensorik der Drohnen ist nicht so ausgeprägt, dass sie momentan tatsächlich aneinander vorbeifliegen können. Die fliegen ihren Kurs. Aber im ländlichen Raum ist es sehr, sehr attraktiv. Da gibt es auch immer wieder Versuche. Ich hatte dargestellt, dass wir in Südhessen geflogen sind, vom Rhein nach Darmstadt zwischen 2 Merkstandorten. Das hat gut funktioniert. Das ist jetzt ein Anwendungsfall gewesen. Deswegen sage ich, im urbanen Raum ist es so, dass sehr eilige und sehr teure Güter, die also in eine Drohne passen, tatsächlich geflogen werden könnten. Im ländlichen Raum ist es erheblich attraktiver, wenn ein Paketfahrzeug 10 Minuten, eine Viertelstunde, vielleicht noch länger von Empfänger zu Empfänger fährt. Da kann man ein Buch auch sehr gut per Drohne tatsächlich ausliefern, aber man muss natürlich die Drohne mit der Ware versorgen. Man muss einen sicheren Ablageort haben. Man kann das jetzt an einem Seil runterlassen. Amazon hat ein Patent mit dem Fallschirm, das abwerfen zu lassen. Man kann auch landen, aber das bedarf noch weiterer regulatorischer Eingriffe, bevor man das tatsächlich in großem Stil nutzt. Und wenn wir jetzt überlegen, per Fallschirm Frau Lütte, ich denke gerade ans Nordend, Sie bekommen ein Paket und es wird mit Fallschirm abgeworfen. Ich weiß nicht genau, wo das dann landet. Wahrscheinlich, garantiert nicht dort, wo Sie es eigentlich erwarten würden. Vielleicht auch keine gute Idee, wenn alle Nachbarn ihre Pakete per Fallschirm dann in den Garten werfen lassen. Genau. Hier gibt es noch eine Frage von Eva Fedrich an den Professor Schocke. Jetzt haben wir vor allem natürlich über die KIP-Verkehre gehört und gleichzeitig machen die wiederum nur 1% des Gesamtverkehrsaufkommens in der Stadt aus. Was ist denn mit dem Rest der urbanen gewerblichen Verkehre? Professor Schocke, können Sie ein paar Takte dazu sagen, wie die sich überhaupt zusammensetzen und welche konkreten Herausforderungen und Chancen hier betrachtet werden? Gut, also wir haben ja Untersuchungen gemacht, auch in Frankfurt, wie sich die gewerblichen Verkehre zusammensetzen und kamen dann zu dieser Zahl von 10. Die Kollegen in Darmstadt haben mal die Fußgängerzone mehrere Wochen untersucht. Da waren die dann bei einem CAP-Anteil von 30%. Das ist also das ist das ist der Fakt. Der Punkt, warum man immer gerne mit den Paketdienstleistern zusammenarbeitet, weil das sind 4 oder 5 große Unternehmen, die sind greifbar. Ja? Also die haben eine große Last und die haben auch Lust auf Neues. Alles andere ist total diffus. Das ist ja dann der Lieferwagen von einem Laden in einer Fußgängerzone über diffuse Dienstleister von Logistikunternehmen, die einfach aufschlagen, bis hin zu den großen Speditionen. Also die kann man nicht so leicht greifen. Deswegen haben wir uns jetzt auf die Paketdienstleister zunächst einmal fokussiert. Aber ich kann Ihnen auch zurufen, also das, was tatsächlich an für Last auf den Straßen sorgt, sind zum Beispiel die Apothekenverkehre. Sie wissen alle, wenn Sie jetzt ein Medikament in der Apotheke haben wollen und es ist nicht da, dann ist es in der Regel nach 2, 3 Stunden da. Woher kommt es? Natürlich von einem Logistikzentrum außerhalb der Apotheke. Da fährt also ein Fahrzeug rein und übergibt der Apotheke das Medikament. Signifikante Verkehre von der Anzahl pro Tag sind auch zum Beispiel die Bäckereien, die bis zu 5-mal am Tag die Bäckereien beliefern, damit wir alle immer frisches Brot oder Brötchen oder was auch immer haben. Und alles andere ist tatsächlich extrem diffus und deswegen extrem schwer zu greifen. Auch Wiesbaden haben wir geholfen zu untersuchen. Das ist also nicht so einfach. Und deswegen beschränken wir uns jetzt auf die großen Player, auch wenn die einen geringen Marktanteil haben. Mhm. Hier gibt es einen Kommentar und Hinweis aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Über die Förderrichtlinie städtische Logistik können städtische Logistikkonzepte und Machbarkeitsstudien zu konkreten Vorhaben gefördert werden. Der Förderaufruf läuft und wird im neuen Jahr verlängert. Ja, finde ich Professor Schocke, großartig. Also ich kann nur sagen, ja, das Geld ist da, also her nicht nur damit. vom BMVI, sondern auch von anderen Bundesministerien oder jetzt hier in Hessen, auch das Hessische Wirtschaftsministerium tut Großartiges. Also an Geld liegt es nicht, an Geld für Tests, für Versuche, für Pilotprojekte liegt es nicht. Und deswegen bin ich wieder bei den Städten und ich weiß ja, Herr Menge von der Stadt Berlin ist auch dabei. Auch dort wird ja vieles gemacht. Also an Geld scheitert es aus meiner Sicht nicht. Mhm. Hier ist noch vom Anfang, ich habe gerade mal ein Stückchen nach oben gescrollt, weil wir da noch nicht alles gefragt haben, von Erik Breitbart. Ähm, Was sind die größten Bedenken im Umgang mit Städten und Behörden? Welche Unterstützung ist man bereit zu leisten? Und das
ist ja nun genau das Thema, was wir gerade haben, Professor Schocke. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Und zwar hat UPS versucht, das Konzept eines mobilen Mikrodepots aus Hamburg auf Frankfurt zu übertragen. Das ist jetzt 4 Jahre ungefähr alt. Die stehen jetzt am Börsenparkhaus. Also wer sich in Frankfurt auskennt, ist direkt zwischen Fressgasse und Börsenparkhaus. Dort steht jetzt ein alter LKW, der Pakete bringt, und von dort laufen 2 Sackkarrenläufer die Fressgasse hoch und runter den Tag über und 2 Fahrräder werden bestückt. Es war eine zweistellige Zahl von Ämtern damit beschäftigt, das Ganze zu genehmigen, und das hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Das hat alles, also wir leben in einem Land, was auch für sein Rechtssystem steht. Das ist völlig unstrittig, und wir genießen es auch dieser Tage wieder, wie gut wir auch durch die Pandemie kommen. Auch sicherlich deswegen, weil wir diese starken administrativen Organisationen auch haben. Dennoch wünschte ich mir, dass da teilweise mit mehr Pragmatismus rangegangen wird und auch mehr versucht wird. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Hemmnis. Ich hatte es vorhin ausgeführt, also das Geld ist da von den verschiedenen Ministerien. Die Universitäten und Hochschulen in ganz Deutschland sind gut dabei. Auch die Unternehmen sind sehr, sehr offen, neue Konzepte zu entwickeln. Aber aus meiner Sicht tun sich die Städte tatsächlich oft schwer, Dinge umzusetzen. Ich möchte auch da an die Masterpläne erinnern, die ja vor 2 Jahren fast eingereicht wurden, als das hochpoppte mit zu großen Emissionen in den Städten. Und ich erlebe jetzt, wie lange es dauert, auch die Gelder, die es dann gab, auch umzusetzen, in Konzepte umzusetzen. Die ganzen Ausschreibungen sind aus meiner Sicht jetzt erst seit Frühsommer gelaufen, oder in Frankfurt laufen sie auch gerade erst noch. Also da würde ich mir wünschen, dass wir mit mehr Pragmatismus, aber auch mit mehr Geschwindigkeit tatsächlich drangehen, weil es geht um unsere Zukunft. Also wir müssen Emissionen mindern, wir brauchen Konzepte, und das muss von den Städten tatsächlich getrieben werden, weil das ist ja ihre Stadt sozusagen, ihre Bürger, für die sie dann tätig sind. Vielen Dank. Ja, es ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt hier in dieser Runde. Wir konnten viele Themen natürlich nur anschneiden, hoffentlich ein paar Impulse geben. Die weiteren Fragen, die wir vielleicht noch nicht abgearbeitet haben oder die jetzt noch kommen, die gehen direkt an die Redner weiter. Denn ich habe jetzt noch Zeit für eine letzte Frage, und die geht an den Michael Leindecker als Gastgeber dieses Talks. Michael, was hast du mitgenommen aus dieser Runde? Ja, vielen Dank, Karl Ludwig. Gute Frage. Das waren viele, viele Ideen, viele Anregungen. Ich versuche es mal mit einer kleinen Zusammenfassung. Professor Schocke, fand ich ganz toll, den Bogen, den Sie geschlagen haben, von den praktischen Projekten, Ihren Forschungsprojekten bis hin zu den grundsätzlichen Fragen, die sich im städtischen Bereich stellen. Ich habe mir konkret notiert, wer aufs Auto setzt, verliert. Ja, auf jeden Fall, das ist ein gewichtiger Punkt. Man sollte vielleicht sagen, wer auf den motorisierten Individualverkehr setzt, also auf den klassischen Pkw, der verliert. Wichtig auch der Hinweis, die CAPs, also die Paketdienstleister, machen nur 10% des gewerblichen Verkehrs aus in der Stadt. Deswegen, der Fokus ist sicher die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, also dieses MIFs. Dann nochmal ein wichtiger Hinweis von Ihnen, nicht nur an die Straße denken. Es gibt alternative Verkehrsträger oder alternative Logistiklösungen für die Städte. Wir haben in der Diskussion eine ganze Reihe davon angesprochen. Die Straßenbahn, die gute alte Straßenbahn, aber die U-Bahn, vor allem durch die Lastenfahrräder, Cargo-Cab, Drohnen. Es gibt also eine Menge Alternativen. Und ich glaube, Sie haben das auch noch auf den Punkt gebracht mit dem Begriff Fairness, also Fairness zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Komme ich zu Natalia Tomiyama. Erstmal nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zu den vielen Auszeichnungen für so ein innovatives Start-up. Finde ich immer sehr erfrischend, das zu hören und zu sehen, dass das funktionieren kann. Der innovative Lastenträger ist sicher eine Teillösung. Ich habe mir notiert, ein Fahrrad ist ein Transporter, zumindest in der Stadt. Wenn es auch vielleicht nicht ganz so ist, aber immerhin, da steckt ein großes Potenzial hinter. Fragt sich, wann kommt der Durchbruch für die Lastenfahrrädern? Ich hab vernommen, es gibt viel positive Einstellungen dazu, aber bisher sind es doch noch eher kleine Projekte. Interessant auch nochmal der Hinweis auf die Erfahrung aus Groningen.
der Beitrag zur Reduktion vom innerstädtischen Stau wird auf 30% geschätzt durch die Lastenfahrräder. Tom Posert, ja, der Blick auf die Lieferkette erweitern. Wichtiger Hinweis, die letzte Meile beginnt schon lange vor der letzten Meile. In dem Sinne, dass halt beispielsweise Pakete, die für Lastenfahrräder vorgesehen sind, schon früher in der Lieferkette aussortiert werden müssen oder richtig zugeordnet werden müssen. Ich habe mir auch notiert den Punkt, wir müssen vielleicht weg von der Haustürzustellung und mehr Verantwortung dem Verbraucher geben. Gut fand ich den Hinweis, dass das mit positiven Incentives einhergehen sollte und nicht mit Verboten und Regulierungen, also marktwirtschaftliche positive Incentives. Aus dem Zuhörerkreis, wichtiger Punkt, ich habe mir notiert, Eugen Pink, den Blick auf die integrierte Lösung. Auch genannt hatten Sie die Smart Cities und die City Maut. Es gibt eben keine Einzellösung. Ich glaube, das ist heute auch rausgekommen. Wir müssen über Universallösungen sprechen. Wenn man in die Einzelpunkte reinkommt, gibt es dann noch immer wieder viele Einzelpunkte. Herr Menge aus Berlin, freut mich auch, dass Berlin hier vertreten ist. Das Thema bei den Fahrrädern, die zielortnahen Umschlagsflächen, die man braucht. Also nur das Fahrrad alleine ist eben auch nicht die Lösung. Herr Hebert, glaube ich, war es, der den Hinweis nochmal gegeben hat, vielleicht nicht spektakulär, aber doch sehr wichtig, der Wettereinfluss. Frau Tomiyama, Sie sagten, die Lastenfahrräder sind robust und können mit dem schlechten Wetter umgehen. Ich frage mich dann manchmal, ob der Fahrradfahrer vielleicht ähnlich robust ist, wenn es im Winter nass und kalt ist und er da mit dem Fahrrad seine Pakete durch die Stadt bringen will. Zum Schluss nochmal ein Punkt, den fand ich umfassend und wichtig, den Blick auf die Städte. Und Professor Schocke, Sie haben das so formuliert, dass Sie sich mehr Pragmatismus wünschen. Ich glaube, von der öffentlichen Seite kommt ja viel. Vom BMVI, glaube ich, war der Hinweis, es gibt eine Menge Förderprojekte. Sie hatten das auch genannt, auch in Hessen. Also ich glaube, da macht die öffentliche Seite eine ganze Menge. In den Mikrothemen der Projekte ist vielleicht das Thema Pragmatismus, Agilität, noch Geschwindigkeit bei den städtischen Counterparts bei Projekten ein wichtiges Thema. Das ist meine Schlussfolgerung. Die Aufforderung an integrierte Lösungen mit den Städten, mit der Logistikwirtschaft. Die Logistikwirtschaft ist sehr agil und sie braucht einen Counterpart auf städtischer Seite. Soweit vielleicht eine Zusammenfassung. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, es war die letzte Veranstaltung des Vitronik Hauptstadtbüros in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen begrüßen zu können bei der nächsten Veranstaltung. Die findet im März 2021 statt und wird dann das Thema haben, die Erfahrungen mit Smart Mobility Projekten in den großen arabischen Metropolen. Vielleicht kann man von denen ja auch was lernen. Es geht da um Städte wie Dubai, Abu Dhabi, Riyadh oder Maskat in Oman. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gut ausklingendes Jahr, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und trotz der, wie wir alle wissen, etwas schwierigen Bedingungen, die wir gerade haben durch die Pandemie. In dem Sinne, auf Wiedersehen und bis 2021.